Was ist die Matrix? Ein Einblick hinter den Schleier. Eine kurze Inhaltsübersicht. Zuerst wollen wir klären, was ist überhaupt Bewusstsein, und da gehen wir auch ein wenig auf die Chakren einmal ein auf einer Folie. Dann, was ist die Matrix überhaupt oder was versucht sie und aus was für Mechanismen besteht sie? Dann ein kurzer Einblick ins Geldsystem, Unterhaltung und Verdummung, Sprache und Technologie, Zerstörung der Familie, das Rechtssystem und ein kleines Abschlusswort. Wird nicht ganz so lang der Vortrag, aber muss definitiv gemacht werden. Was mir hier drin jetzt leider noch fehlt, ist Propaganda und wie Propaganda funktioniert. Aber da werde ich auch noch mal versuchen, einen Vortrag zu machen, wo ich dann auch auf diese tollen öffentlich-rechtlichen Faktenchecker und sowas alles mit eingehen werde. Bewusstsein und Chakren. Ja, was ist denn überhaupt Bewusstsein? Und zwar, Bewusstsein ist die Art und Weise, wie du deine Welt wahrnimmst. Und es steuert aktiv, was und wie du siehst, filterst, fokussierst und interpretierst. Es steuert also quasi sozusagen deine Realität. Dann habe ich das Ganze in 5 verschiedene Stufen unterteilt. Das ist jetzt mein, persönliches System. Da haben wir einmal das animalische Bewusstsein. Das geht dann so ein bisschen in Richtung Völlerei, Wollust, Trägheit und Angst, wenn wir das Ganze mit christlichen Lehren verknüpfen wollen. Das zweite ist das egomanische Bewusstsein. Da geht es um Gier, Neid, Hochmut und Zorn. Im erweiterten Bewusstsein haben wir die Themen Schuld, Reflexion und Fleiß. Im empathischen Bewusstsein der 4. Stufe haben wir Nächstenliebe, Mut und Vernunft, Gerechtigkeit und Großzügigkeit. Und im spirituellen Bewusstsein der 5. Stufe hier haben wir Demut, Wahrheit, Authentizität, Mäßigung und Geduld. Gehen wir die einmal alle durch. Das animalische Bewusstsein hat den Fokus aufs Überleben gerichtet. Der Mechanismus ist sehr triebhaft. Und wenn man da so eine kleine Beschreibung zu machen möchte, das animalische Bewusstsein ist triebhaft und nur auf das Überleben ausgerichtet. Es laufen nur die in der DNA vorprogrammierten Programme, deswegen auch dieses NPC-Behavior oder Zombie-Verhalten, was viele mittlerweile bei ihren Mitbürgern beobachten können und beanstanden. Menschen in diesem Zustand sind stark von Angst und Zorn geleitet und sich der eigenen Handlungen meist nicht bewusst. Sie werden von ihrer Umwelt gesteuert und haben nur Essen bzw. Geld, Schlafen und sexuelle oder sonstige triebhafte Befriedigungen im Fokus. Das egomanische Bewusstsein hat den Fokus auf das eigene Ego und der Mechanismus ist die Eigennützigkeit. Das egomanische Bewusstsein ist stark selbstbezogen. Es nimmt sich erstmals als eigenes Wesen wahr, mit Bedürfnissen und Werten. Es ergibt sich das erste Mal durchaus so etwas wie Moralvorstellungen und Ziele im Leben. Wir können Erfahrungen und Charakter stark beeinflussen, wie sich diese inneren Werte entwickeln und was das für Bedürfnisse definiert. Oft ist nur ein Wechsel von Triebbefriedigung zur Anhäufung materieller Besitztümer zu verzeichnen, sowie Gier und Neid auf andere, denen es besser geht. Das erweiterte Bewusstsein. Hier liegt der Fokus jetzt auf Ich und meine Umwelt. Der Mechanismus ist Achtsamkeit. Man erkennt, dass auch eine Welt um sich existiert. Häufig fangen Menschen hier an, sich mehr mit Ethik und Moral auseinanderzusetzen. Oftmals aber noch auf den egomanischen Werten und Bedürfnissen. Da kommt dann diese Blender- oder Heuchlermentalität her, weil man vorgaukelt, sich für seine Umwelt zu interessieren, aber eigentlich ist man noch in diesen egomanischen Trieben gefangen. Das heißt, hier hat man so das erste Mal eine Art innere Zerrissenheit in Richtung höheres Bewusstsein, haftet aber noch in den alten Bewusstseinszuständen, in den niederen Bewusstseinszuständen, haftet man noch an. Themen wie Umweltschutz, Mülltrennung, Tierleid können sich jetzt entwickeln, wobei diese sich nicht so sehr aus Empathie, sondern sich mehr aus Schuld heraus entwickeln,
oder aus Angst vor einem Imageschaden. Das heißt, wir haben jetzt nicht so sehr, dass man sich jetzt wirklich überall hineinversetzt, irgendwie in diese Umwelt oder in andere Menschen oder ins Tierleid, sondern dass man eher mit Schuld arbeitet. Also nicht Empathie, sondern Schuld. Schuld ist ja so ein bisschen das emotionale Gegenteil, wenn man so möchte, oder das Negativspiegelbild von Empathie. Da häufen die Leute einfach sich selbst quasi mit Schuld an und dadurch entsteht dann auch dieses falsche Bild von Außenstehenden, wenn man das Gefühl hat, ihr meint das ja gar nicht ernst, sondern ihr macht das nur entweder für euer Image oder weil ihr euch schuldig fühlt, aber gar nicht aus wirklich Überzeugung heraus, wenn man so will. Ja, es entsteht auch oft der Drang, sich zu beweisen, dass wichtig ist, wie das Umfeld einen wahrnimmt. Also jetzt geht's nicht darum, mehr sein Ego irgendwie zu befriedigen, sondern der Fokus liegt eher darauf, wie nehmen mich andere Menschen wahr. Die vierte Stufe wäre das empathische Bewusstsein mit dem Fokus wir als Gesellschaft. Und hier sind die Mechanismen Empathie, aber natürlich auch wieder Achtsamkeit, allerdings natürlich eine etwas andere, höhere Form von Achtsamkeit. Hier beginnt sich echtes Bewusstsein über die eigene Existenz hinaus zu entwickeln. Man versteht, dass die eigenen Werte und Bedürfnisse nicht immer Vorrang haben und es wird versucht, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen und deren Situation zu verstehen. Es entstehen altruistische, also selbstlose Überzeugungen und Handlungsweisen. Der Fokus liegt eher darauf, für alle gemeinsam eine gute Basis zu schaffen, auch wenn man Verzicht üben muss. Moral und Ethik werden weniger dogmatisch, sondern diskutabel. Vorher hatten wir ja noch diese eher ego-behafteten vorher hatten wir ja noch eher diese egohaften Moral- und Ethikanschauungen, sowas wie „Ich finde, das muss so und so, weil ich fühle das so, weil ich will das so, ich. So wie ich die Welt wahrnehme und wie ich die Welt haben will, das sind meine persönliche Moral und Ethikvorstellungen. Die sind dann sehr dogmatisch oft noch, die sind gar nicht diskutabel. Wenn du dann mit jemandem in ein Gespräch kommst und willst mit dem über Moral und Ethik sprechen, ist es ja so, die wenigsten Themen dieser Welt sind wirklich einfach zu lösen, sondern es gibt immer ein Pro und Contra. Und auf so 'ne Diskussion lassen sich dann Leute, die noch eher dem Ego anhaften, gar nicht ein. Dann kommt das höhere Bewusstsein, habe ich die Überschrift leider vergessen, sorry, anzupassen. Einmal der Fokus, die Welt als Ganzes. Mechanismus, Gott steckt in allem. Das heißt, wir haben jetzt so eine ganzheitliche Weltanschauung, dass alles irgendwo miteinander verknüpft ist. Ob man das jetzt eins zu eins so übernehmen will, dass wir wirklich an einem gemeinsamen Unterbewusstsein anhaften, anknüpfen. Ich habe das alles noch 'n bisschen differenzierter wahrgenommen, aber grundsätzlich kann man sagen, irgendwie alles will leben, alles hängt miteinander zusammen, Kreisläufe der Natur und also, es ist alles irgendwie ein Kreislauf, der miteinander in Verbindung steht. Man lernt das Leben in Demut und Maßhaltigkeit zu begreifen. Wahrheit und Authentizität werden zur Lebensaufgabe und die eigenen Erkenntnisse werden mit anderen geteilt, um diese in ihrem Bewusstsein zu stärken und weiterzuentwickeln, sofern der Wille dafür natürlich auch da ist. Man kann natürlich niemanden zwingen, irgendwie sich mit höherem Bewusstsein oder mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Die noch zu sehr am Ego anhaften, dann sind die nicht erreichbar. Das muss so eine innere Entscheidung leider auch sein. Ethik und Moral werden hier zu einem täglichen Begleiter und das kann auch echt anstrengend werden. Das kann ich aus eigener Erfahrung definitiv so sagen. Denn eigene Worte und Taten unterliegen dann permanenter Reflexion bei dem Versuch am nächsten Tag eine bessere Version zu sein als am Vortag. Also Arbeit an sich selbst oder wie Zarathustra sagen würde, eine Tugend ist mehr Tugend als zwei. Hier geht es natürlich nicht darum, dass man jetzt nur eine Tugend haben sollte, sondern das ist natürlich so ein bisschen im Kontext zu verstehen, dass man einfach ein bisschen auf Bescheidenheit achtet und auch mit seinen Tugenden nicht, prahlt. Das ist ja auch das, was viele Leute machen. Da hatte ich auch mal einen Klassenlehrer, der hat dann irgendwie bei der Kleiderspende mitgeholfen,
aber halt auch wieder eher in diesem dritten Bewusstseinszustand, diesem erweiterten Bewusstsein. Wie nimmt mich mein Umfeld wahr? Halt, um damit zu profilieren. Ja, Leute, die im höheren Bewusstsein oder im empathischen Bewusstsein sind, die machen das aus innerer Überzeugung heraus und nicht, damit sie dann so 'ne Liste haben, die sie dann anderen vorlegen können, wie toll sie sind irgendwie. Das hat mit höherem Bewusstsein dann nicht so viel zu tun. Manchmal kommt man natürlich nicht drum rum, wenn der eigene Charakter in Frage gestellt wird. Dann kann's natürlich mal sein, dass ich dann auch erzählen muss, dass ich mal 'ner alten Dame beim Einkauf beispielsweise, ja, irgendwie mal 'n kleinen Einkauf bezahlt habe oder so was. Ja, das kann dann schon mal passieren, wenn der eigene Charakter in Frage gestellt wird, dass man sich dann da so 'n bisschen, ja, verteidigen muss und dann halt auch, dass man dann Beispiele aus seinem altruistischen Handeln heraus dann auch aufführen muss. Sehr schön können wir uns hier auch das Chakrasystem einmal anschauen. Da gibt es ja unsere 7 Chakras und die habe ich mal ein bisschen aufgearbeitet. Und dann fangen wir einfach mal von unten nach oben, gehen wir das Ganze mal durch. Und da haben wir ganz unten das sogenannte Wurzelchakra. Jedem Chakra ist auch immer ein Thema zugeordnet. Hier wäre jetzt das Thema Triebe. Dann können wir auch ganz häufig zumindest Hormondrüsen und auch ein Organ zuordnen. Hier könnte man jetzt die Eierstöcke, Hoden und Nebennieren nennen, sowie das Rückenmark. Da haben wir das Sakralchakra, das im unteren Bauchraum gelegen ist. Da haben wir das Thema Instinkte und Reinigung, deswegen die Nebennieren, die ja auch für Cortisol, Adrenalin und so weiter gebraucht werden. Und natürlich dann entsprechend die Entgiftungsorgane Nieren, Milz, Leber und Galle. Dann haben wir das Solarplexus im oberen Bauchraum sozusagen mit dem Thema körperliche Bedürfnisse. Als Hormondrüse haben wir dann die Bauchspeicheldrüse, die uns bei der Verdauung hilft, sowie den gesamten Magen-Darm-Trakt. Also Magen, Zwölffinger, Darm, Dünndarm, Dickdarm und Speiseröhre gehört da ja im Prinzip auch zu. Dann haben wir das Herzchakra. Das ist mittig gelegen im Brustkorb, ja, wo das Herz halt sitzt. Das ist das Thema Lebensenergie, deswegen auch Herz-Kreislauf-System, aber auch Immunsystem. Also Herz und Lunge spielen hier eine ganz große Rolle, ne? Lebensenergie, der Herz-Kreislauf, der alles mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt, aber natürlich auch die Thymusdrüse, auch wieder ein wenig die Milz sowie die Lymphe. Dann haben wir das Kehlchakra im Hals gelegen. Hier natürlich das Thema Kommunikation. Die Hormondrüse, die hier liegt, die alles steuert so 'n bisschen im Körper mit, den ganzen Stoffwechsel, ist die Schilddrüse. Dann haben wir als Organe sozusagen Stimmbänder und Kehlkopf, ohne die wäre Kommunikation gar nicht möglich. Dann haben wir das Stirnchakra, Thema Bewusstsein. Da haben wir die Hypophyse und den Hypothalamus, die, ja, der Schilddrüse noch übergeordnet sind und noch mehr Einfluss wirklich haben auf unser gesamtes Hormonsystem und das alles halt bewusst steuern. Natürlich auch unser Gehirn als Organ, das natürlich uns dabei hilft, zu reflektieren und bewusste Entscheidungen zu treffen. Dann haben wir zum Schluss das Kronenchakra. Thema hier ganz klar Spiritualität als höchste Form, wo wir das Weltliche sozusagen verlassen, mit der Zirbeldrüse und dem Hypothalamus. Ja, hier wird das manchmal so ein bisschen vertauscht, Stirnchakra, Kronenchakra, aber für mich ist hier ganz klar die Spiritualität quasi noch über dem eigentlichen Bewusstsein verankert, mit natürlich der Zirbeldrüse, die ja auch entsprechend Stoffe herstellt, die ja auch ein wenig bewusstseinserweiternd wirken. Deswegen erweitertes Bewusstsein, wenn man so will, Spiritualität. Dann das Thema die Matrix. Eine Beschreibung. Ja, was ist denn die Matrix überhaupt? Das ist eben nicht so wie bei den Filmen, dass wir dort sozusagen jetzt hier in einer Maschine drin stecken. Das ist natürlich Quatsch. Es ist eher ein wenig wie der Schleier der Hekate, wer da die Percy Jackson-Filme so 'n bisschen kennt.
wo dann die normalen Menschen nicht sehen können, dass das, was sie da betrachten, eigentlich Zentauren, Trolle, Oger oder was weiß ich nicht sind. Oder wie bei den Harry-Potter-Filmen, so eine Trennung zwischen Magierwelt und Menschenwelt, oder wo in anderen Filmen dann wieder Magie für die normalen Menschen unsichtbar wird. Also, so ein Mechanismus ist diese Matrix. Und das machen die ganz geschickt, nämlich durch eine Ansammlung von Mechanismen in unserer Welt, die das Bewusstsein zurück in den ängstlich zornigen und triebhaften Zustand befördern soll. Sie soll Angst und Apathie fördern, das Ego und egomanische Handlungen, was Chaos und Zerstörung in die Welt trägt, wenn jeder nur auf sich selbst schaut, ist ja klar. Wenn wir uns von Empathie und einem Gemeinschaftsgefühl verabschieden hin zu egomanischen Handlungen. Jeder ist sich selbst der Nächste und alle sind nur in Angst und Zorn. Dann sorgt das natürlich für viel Chaos und Zerstörung, weil's natürlich mit Ordnung dann nicht mehr viel zu tun hat. Gleichzeitig dient es den Machthabern natürlich auch, die Menschen wie eine Viehherde über ihre Emotionen zu lenken. Wenn natürlich alle ängstlich und zornig sind, dann kannst du natürlich immer so eine Trigger, sage ich mal, setzen, um die Leute halt in eine bestimmte Richtung zu lenken, wie halt so eine Art Schäferhund. So funktionieren dann halt die Emotionen hier an dieser Stelle. Und natürlich will man auch spalten und die Leute gegeneinander aufhetzen, falls nötig, um die Kontrolle zu behalten. Denn das Letzte, was man braucht, ist natürlich, dass die Leute zusammenhalten und gegen dieses System hier agieren. Da habe ich noch mal drumrum so ein paar Begriffe aufgeschrieben, wie das Ganze funktioniert. Oben links dann angefangen, vielleicht einmal so im Uhrzeigersinn rum, also materieller Besitz, ganz klar Fokus auf materiellen Besitz, Pornografie, um die Lust zu steigern, Konditionierung, Spaltung, Konsum, Fördern von Trieben, Gier, Chaos und Zerstörung, geistige Versklavung, Krieg, Ego und Selbstsucht. Einfach mal so 'n kleines Brainstorming, das ich da gemacht habe. Dann gehen wir wieder von unten nach oben, nämlich die Basis des Systems. Worauf zielt denn diese Matrix überhaupt ab? Da gibt es natürlich 2 Hauptangelpunkte, wenn man so möchte, nämlich einmal die Schwächung des Körpers, aber auch die Schwächung des Geistes. Wie schafft man das beim Körper? Durch Arbeit und Krankheit. Arbeit, das haben ja schon viele mittlerweile mitbekommen, dass sich das gar nicht mehr lohnt. Wir haben kaum noch genug Geld, um wirklich irgendwas zu kaufen. Das ist nur noch ein reines Überleben mittlerweile und das ist auch genauso ausgelegt. Man hat die Leute damals in den 68er Jahren und davor schön mit Häusern und Autos gelockt, bis sie dann alle drin waren und dann hat man die Daumenschrauben angedreht für alle Generationen, die danach kamen. Ist natürlich auch 'n super tolles Thema, um dann alt gegen jung aufeinander aufzuwiegeln, ja. Worum geht's denn bei Arbeit tatsächlich? Es geht im Prinzip nur darum, deine Zeit zu binden, damit du möglichst den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt bist und dabei natürlich auch möglichst viel Energie lässt. Ja, dass du dann nach der Arbeit geschwächt nach Hause kommst und gar nicht mehr Zeit und Energie hast, um dich mit irgendwas anderem noch zu beschäftigen, wie Bildung oder körperlicher Ertüchtigung, ja, deinen Körper ein bisschen auf Schwung bringen oder dich um deine Familie, deine Kinder zu kümmern. Da müssen wir auch ganz klar sagen, Geld ist Energie. Da kommen wir gleich beim Thema Geldsystem dann auch noch mal drauf zu. Dann natürlich Krankheit. Was ist denn noch besser, als den Körper zu binden mit seiner Zeit und Energie? Klar, ihn zu schwächen. Wie machen wir das? Durch minderwertige Nahrung, die am besten dann auch noch süchtig machend ist mit viel Salz und Zucker. Dann chronische Krankheiten erhalten. Da habe ich ja zu diesem Thema Ernährung und Gesundheit auch schon 2 von 3 Präsentationen fertig. Das wird hier jetzt in dieser Präsentation nicht weiter besprochen. Wer sich um dieses Thema Krankheit hier kümmern möchte, der muss einmal zu meinen anderen Vorträgen Ernährung und Gesundheit überwechseln und sich die anschauen. Der zweite Teil ist leider sehr aufwendig, da werde ich noch eine Zeit für brauchen, aber ich hoffe, dass ich den diesen Monat auch fertig kriege und online bringe. Genau, und deswegen süchtig machen, damit man auch schön dauerhaft konsumiert. Diese ganzen Industriezucker und Chemiepampe, die sie uns da mittlerweile vorsetzen. Schwächung des Geistes. Wie schaffe ich das? Indem ich den Geist beschäftigt halte durch Unterhaltung.
In diesem Fall tatsächlich unten halten, ist das tatsächlich so ein bisschen von der Sprache her auch sehr treffend. Wie mache ich das? Auch hier natürlich wieder das Binden von Zeit. Da sind dann bei Männern vor allen Dingen so Sportveranstaltungen, bei Frauen dann so Themen wie Germany's Next Topmodel. Und, es geht natürlich auch darum, Angst, Hass und Neid wieder zu schüren durch Medien und Zeitungen. Das heißt, in den Nachrichten kriegst du ja permanent eigentlich nur Hass und Angstnachrichten. Und indem sie dir dann immer schön die ganzen Superreichen präsentieren und wie die leben, schürt das natürlich auch Neid, weil du dir eigentlich den ganzen Tag nur anguckst, wie andere leben, die mehr Luxus haben als du selbst. Und, das schürt natürlich dann auch so ein bisschen diesen Neidaspekt. Dann haben wir das Thema Verderben und Verdummen. Das ist dann wirklich Brainrot und Trash-TV, wie man es heutzutage nennt. So komplett inhaltlose Sachen, die dir überhaupt nicht dienen, dich geistig irgendwie zu erheben, dir irgendwas beizubringen oder auch einfach nur deine Lust angreifen, wie Pornografie. Dann haben wir das Schulsystem, das natürlich auch nicht dafür da ist, dir irgendetwas beizubringen, sondern du sollst einfach nur lernen, auf Autoritäten zu hören. Du wirst völlig verbildet. Ja, es geht darum, dir 'n völlig falsches Weltbild, dieses heliozentrische Weltbild aufzubürden und deinen Kopf einfach mit so viel unnötigem Kram vollzustopfen, wie irgendwelche Flüsse in China heißen oder so was. Das interessiert ja gar keinen hier in Deutschland, wie 'n Fluss in China heißt. Dafür hast du dafür aber dann deinen Hirnplatz beansprucht sozusagen, der für was anderes, viel Nützlicheres vielleicht vorgesehen wäre. Man lernt natürlich zumindest, schreiben, rechnen, so 'n bisschen das Notwendigste, um dann zumindest in einem Job hinterher auch zu funktionieren und dieses System mit zu unterstützen und am Laufen zu halten. Aber viel mehr darüber hinaus lernt man eigentlich nicht kennen. Stattdessen wird ja noch die Kreativität oft zerstört. Religion ist genau das gleiche Thema. Hier geht's auch nur darum, die Leute zu binden, zu spalten, möglichst viele Religionen zu erschaffen, damit die Leute sich untereinander streiten, wer jetzt Recht hat und meine Religion ist besser als deine und wenn du nicht auf Jesus Christus hörst, dann, kommst du in die Hölle, wenn du ihn nicht als deinen Erlöser akzeptierst. Wenn du es tust, dann kommst du in den Himmel an seine rechte Seite und, als Moslem, wenn du dich dann irgendwie in die Luft sprengst, dann kriegst du 72 Jungfrauen, ja, das kennt man alles. Deswegen nenne ich sie nur noch die 3 abrahamitischen Übel, da kommen wir aber, glaube ich, gleich auch noch mal zu. Und natürlich Propaganda. Das wird aber noch mal 'n extra Vortrag, weil das auch ein Thema ist, das 'n bisschen größer ist. Ja, man kennt's ja, und der König sprach zum Priester: „Halt du sie dumm, ich halt sie arm." Über Steuern und Lehren. So 'n bisschen guter Bulle, böser Bulle, aber im Prinzip spielen sie beide das gleiche Spiel, nämlich um an der Macht zu bleiben, die Leute dumm und arm halten. Wobei heutzutage muss man eigentlich fast noch sagen schwach, ja, also geistig und körperlich auch noch geschwächt, also so 'n dritter Aspekt, der jetzt hier eigentlich drin fehlt. Das Geldsystem. Wie entsteht Geld? Da finde ich jetzt diese KI-Übersicht nicht ganz so schön, aber im Grunde ist das alles abgebildet, was wir brauchen. Also, es gab ja die Aufhebung des Goldstandards irgendwann in den 70er Jahren und das Ganze ist dann übergegangen in ein, ja, nicht wie man das uns immer so verkauft, als reines Fiat-Geldsystem, sondern das ist schon 'n bisschen komplexer. Im Prinzip, wie entsteht Geld heutzutage? Durch Schulden. Das heißt, sie versuchen die Leute immer wieder in Schulden zu führen, damit halt wieder mehr Geld geschaffen wird, weil du bist natürlich, wenn du Schulden hast, der Sklave desjenigen, bei dem du sie hast. Es ist auch wieder so 'n Sklavensystem. Und gleichzeitig hat man aber noch das Geld an Öl gebunden, den sogenannten Petrodollar. Und das ist auch ganz interessant, denn wer profitiert eigentlich von diesem Petrodollar? Und da habe ich mal so die 14 größten Ölexporteure rausgesucht. Und da sehen wir schon ganz klar, wem das alles nutzt, nämlich der USA und seinen Nachbarländern, nördlicher Nachbar Kanada, südlicher Nachbar Mexiko. Da brauchen wir uns wohl nicht viel vormachen, da werden die USA über Geheimdienste und so bestimmt auf die Nachbarländer auch einwirken, dass sie da nicht zu schlecht abschneiden. Dann haben wir ganz viele Länder aus dem nordafrikanischen und orientalischen Bereich, Saudi-Arabien, Irak, Vereinigte Arabische Emirate.
Nigeria, Kuwait, Kasachstan, Iran und Libyen. Wer sich jetzt wundert, warum ich Kasachstan hier als gelb mit aufgeführt habe. Wer meinen Vortrag gesehen hat zum Thema unsere wirkliche Geschichte oder unsere wahre Geschichte, der weiß, dass ich in 12 Völker hier auf der Welt unterteile. Und die 2 Völker der Zerstörung waren die Perser und die in Kasachstan sozusagen gelegenen Mongolen, die ja heutzutage sozusagen den 13. Stamm derer, die nicht genannt werden dürfen, bilden. Und ganz interessant auch, wie die Hauptstadt von Kasachstan heißt, heutzutage Astana, aber vorher hatte sie einen anderen Namen, könnt ihr mal recherchieren. Ist nämlich sehr witzig, der Name, und dann dürfte euch auch klar sein, warum das Ganze hier mit gelb ist. Dann haben wir Russland, wird natürlich sanktioniert als Feindstaat, klar. Und Brasilien und Norwegen hier so ein bisschen als die neutralen Mitspieler, wenn man so will. Ja, ich hatte ja schon gesagt, das Geldsystem ist im Prinzip basiert auf Energie. Früher war das auch so ein bisschen leistungsgetrieben, klar, oder an Warenwerte geknüpft. Heutzutage ist es ein relativ reines Energiesystem, und da kennen wir ja aus der Physik, oben links im grünen Kästchen sehen wir das. Arbeit ist Leistung pro Zeiteinheit, und das wird dir dann entsprechend in Geld vergütet. Das heißt, du leistest eine Energiearbeit, in welcher Form auch immer, als jemand, der auf dem Bau arbeitet, natürlich noch deutlich mehr Energie lässt als jemand, der im Büro arbeitet, aber da wird ja auch kräftig dran gearbeitet, dass man da im Büro möglichst viel Stress und Zeitdruck hat, damit dann halt auch ein ordentlicher Energieabtransfer stattfindet. Dann schauen wir uns einmal an, wo fließt denn deine Energie sozusagen hin? Die fließt einmal zu den CEOs und Investoren an den Aktienmarkt, da kommen wir gleich einmal zu. Das ist, für mich nenne ich die immer nur die Parasiten. Ja, die sagen immer, dass Geld für sie arbeitet, aber ich denke, jeder von uns ist sich im Klaren darüber, dass er noch nie auf der Arbeit Geld bei sich hat arbeiten sehen. Da ist nicht irgendwie der 500 Euro-Schein, der irgendwelche Knöpfchen drückt. Da ist auch keine 2-Euro-Münze, die irgendwie auf einer Tastatur rumspringt, sondern es ist ganz klar, Menschen oder von mir aus auch Maschinen verrichten diese Arbeit, aber die Maschinen in der Regel auch mit Unterstützung von Menschen. Das heißt, Menschen sind diejenigen, die hier arbeiten. Das heißt, wen lässt man für sich arbeiten? Richtig, Menschen, nicht Geld. Dann geht deine Energie ab für direkte Steuern und Abgaben sowie für indirekte Steuern und Abgaben. Und da ist Deutschland ja auch ein Hochsteuerland, wenn man das wirklich mal aufdröselt, dann kommt man so auf 2/3 bis 3/4 deines Einkommens, das dann am Ende direkt oder indirekt beim Staat landen. In Anführungszeichen Staat, 'n richtiger Staat ist das hier ja nicht. Habe ich auch einmal einen Vortrag Da habe ich auch einen Vortrag zu, die BRD GmbH unter Besatzung. Und hier wird auch ganz klar, dass es eben nicht die Chefs sind, die hier einen irgendwie arm halten. Die sind meistens selber arme Schweine, die hier mit in diesem ganzen Scheiß mit drin hängen und irgendwie versuchen müssen, trotzdem noch einen fairen Lohn auszuhandeln mit euch. Die wirklichen Parasiten hier, das ist einfach der Aktienmarkt und die CEOs und Investoren, die in diesen Aktienfirmen auch mit drin stecken, sowie natürlich diese Staatsgebilde, nenne ich sie jetzt mal, die euch halt über Steuern und Abgaben das Geld regelrecht aus der Tasche ziehen. Bei den Politikern, Medien und so ist es ja sogar noch perverser als bei den Aktien und CEOs, weil hier besteht gar keine Art von Leistung mehr. Ein CEO, der arbeitet vielleicht noch wenigstens ein bisschen mit, auch wenn er überdurchschnittlich viel abgreift. Die Investoren geben zumindest für Investitionen innerhalb der Firma erst einmal ein bisschen Geld, bevor sie sich parasitär daran bereichern, aber hier die Politiker, Medien, Bürokratie und so weiter, das sind wirklich Gebilde, die sind einfach nur dazu da, unter dem Vorwand der Gemeinschaft sich an der Arbeit anderer Leute zu bereichern. Das ist hochgradig parasitär. Ja, der Aktienmarkt. Am Aktienmarkt wird die Leistung der Angestellten innerhalb der Unternehmen zum Verkauf angeboten. Das ist nicht mehr wie früher, da gab es ja ganz klar ein Projekt. Dann bist du zu Investoren, zu reichen Investoren gegangen und hast gesagt: „Ich habe hier Projekt A, B, C, dafür bräuchte ich Geld.“ Und dann hat er gesagt: „Ja, okay, aber dann will ich 10% Rendite da zurückhaben.“ Dann hat er denen, was weiß ich, 100.000 geliehen und hat dann 110.000 zurückbekommen nachher, wenn das Investment erfolgreich war.
Heutzutage ist es ja ein 24/7 geöffneter Markt, der gar nicht mehr an spezielle Projekte und Investitionen geknüpft ist. Es geht jetzt hier tatsächlich darum, dass es ein indirekter Sklavenmarkt ist, der durch Umverteilung der Leistung der Angestellten an Dritte profitiert. Das heißt, du kaufst dir quasi indirekt Sklaven oder die Leistung der Sklaven und kassierst dann Rendite ab. Durch Inflation wird die Marktwirtschaft zu Gewinnsteigerung gezwungen. Das ist auch so ein Kofaktor, den man hier natürlich ganz klar benennen muss, und das funktioniert auch gar nicht auf Dauer. Du kannst nicht unendlich deinen Gewinn steigern, das funktioniert nicht. Deswegen, was müssen die Leute machen, die Unternehmen? Die müssen entweder einsparen, das heißt, die Qualität geht flöten, die Löhne gehen runter, oder es müssen Stellen eingespart werden, oder sie müssen die Leistung und Preise hochfahren oder innovativ werden. Also gleicher Lohn für mehr Arbeit, ja. Dann wird dieser Mechanismus auf Dauer fast garantiert jedes Unternehmen in die Knie zwingen, da irgendwann keine Expansion mehr stattfindet oder es einfach an Innovation mangelt. Also so Firmen wie Nvidia schaffen das gerade, weil sie halt auch durch Monopolbildung, also Hai frisst kleinen Fisch, statt eigener Innovationen dann entsprechend kleinere Firmen auch häufig aufkaufen und dadurch dann halt in diesen Vorteil kommen, dass sie beides haben. Sie haben das Geld und die Innovation und können sich dadurch 'ne ganze Zeit lang halten und natürlich, die eigenen Aktien nach oben drücken. Es gibt 'n paar, die das schaffen, wie halt jetzt grade zur Zeit Nvidia, aber auch da muss man halt schauen, ob das ewig so weitergeht. Ich fürchte nämlich nicht. Dann Unternehmen sind unter Druck, den Investoren gerecht zu werden. Wenn du nämlich erst mal den Fehler gemacht hast und an die Börse gegangen bist, dann haben jetzt natürlich da die Aktionäre sozusagen Geld bei dir liegen gelassen und viele fühlen sich jetzt diesem Parasiten gegenüber verpflichtet. Es ist halt ein Risikoinvestment, deswegen kann ich nur jedem dazu raten, es ist scheißegal. Wenn die Aktien miese machen, dann haben die Investoren haben dann einfach Pech gehabt. Es ist ein parasitäres System. Dann haben wir ein ganz großes anderes Problem an der Börse, nämlich Großinvestoren können über die Agenda im Unternehmen bestimmen, auch zu dessen Nachteil. Wenn du genug Aktien aufgekauft hast, dann befindest du dich quasi in so einer Art feindlichen Übernahme. Wenn jetzt ein amerikanischer Großinvestor ein deutsches Unternehmen aufkauft, dann kann er jetzt mit dem machen, was er will. Er kann es abverkaufen, gezielt in die Insolvenz treiben, es ins Ausland verlagern. Also, das ist auch so 'n sehr gefährliches Spiel, das man da am Aktienmarkt treibt, wenn man nämlich irgendwann gezwungen ist, mehr als 50% seiner Aktien zu verkaufen. Beziehungsweise das muss man noch nicht mal. Es reicht oft schon, wenn man 10, 20, 30% der Aktien eines großen Unternehmens hat. Die haben ja gar nicht genügend liquide Mittel. Wenn du jetzt nämlich dann drohst, dass du deine 10, 20%, die du an der Börse hältst, direkt ausgezahlt haben willst und die Firma ist dazu nicht in der Lage, dann würdest du sie quasi in die Insolvenz treiben. Das heißt, die sind dazu gezwungen, deine Agenda zu fahren. Selbst wenn du nur wie Vanguard und, BlackRock, wenn du da immer nur so 5 bis 10% hältst, kann das schon richtig Druck machen auf solche Firmen. Und gleichzeitig sicherst du dich natürlich ab über Diversifizierung, dass das Geld von allen Seiten trotzdem irgendwo reinkommt. Ja, dann 70 bis 90% der Privatanleger, also der Kleinanleger, machen an der Börse Verluste. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil der Markt halt gezielt manipuliert wird. Also viele glauben ja, dass das alles da mit rechten Dingen zugeht und nein, es stimmt einfach nicht. Es wird halt wirklich immer wieder um Kleinanleger auch auszuschwemmen oder sich den Anteil, den die Kleinanleger damit an die Börse gebracht haben, unter den Nagel zu reißen, werden da gezielt immer wieder Aktien auch ordentlich gedrückt und, das sehen wir permanent und überall. Da hat der kleine Privatanleger gar keinen Einfluss drauf. Es gibt natürlich Leute, die machen da auch Gewinne. Das, sind dann so 'n bisschen die Glückskinder an der Börse, wie ich sie immer nenne. Denn auch wenn du langfristig investierst, ist es keine Garantie dafür, dass du da wirklich immer Plus machst. Da gibt's ja auch diese ETFs wie die in MSCI World, wo dann halt alle Industrieländer drin sind. Auch die sind schon gefallen. Und wenn da zu viele Leute irgendwann drin sind, und das garantiere ich euch, dann werden sie auch diesen MSCI World definitiv crashen lassen. Wenn zu viele Leute da drin sind und zu viel Geld machen, was denen
Eliten da oben gefährlich werden könnte. Auch das kriegen sie hin zu crashen, sei es durch 'n Dritten Weltkrieg oder durch 'n Börsencrash oder durch Blackouts in der ein oder anderen wichtigen Industrienation. Da gibt es Mechanismen und das werden die auch machen. Also ja, ihr werdet jetzt vielleicht noch die nächsten 15 Jahre da profitieren, aber sobald zu viele an diesem Futtertrog hängen, wird da auch wieder ausgeschwemmt werden. Dann das Thema Eigentum und Selbstständigkeit. Was sind denn überhaupt die Vorteile von Eigentum? Gehen wir erst mal links, die 3 Kästchen durch zum Thema Eigentum. Also Eigentum gibt persönliche Freiheit, finanzielle Entlastung, schützt vor Obdachlosigkeit und du hast natürlich einen Wiederverkaufswert, sozusagen eine Anlage. Das kannst du natürlich mit einer Mietwohnung nicht machen. So, irgendwann dein Haus hat einen Wiederverkaufswert, deine Mietwohnung, die du permanent bezahlst, nicht. Ja, ein übergriffiger Staat hat natürlich jetzt Schwierigkeiten, bei Eigentümern seine Agenda durchzusetzen. Sowas wie smarte Rauchmelder oder smarte Thermostate, Stromzähler, die aus der Entfernung gesteuert werden können oder bestimmte Heizungsarten einzubauen und so weiter. Problem ist nämlich ein Vermieter, der ist bestrebt, die staatliche Agenda durchzusetzen. Der kann jederzeit als Kontrolleur in die Wohnung reingehen und übergriffig agieren. Wenn der sagt, da kommt jetzt eine neue Heizung rein oder du kriegst jetzt hier smarte Rauchmelder oder es werden jetzt intelligente Stromzähler verbaut, da hast du gar kein Mitspracherecht als Mieter. Und im Zweifelsfall, wenn du dich da irgendwie krumm stellst, quer stellst, ja, dann sitzt du halt auf der Straße, ne? So, dann wird er schon dafür sorgen, dass dein Mietvertrag irgendwie gekündigt wird. Und natürlich trägt er auch wieder zu diesem Thema bei, regelmäßig abkassieren, also arm halten, weil du ja kein Haus kaufst, das dir dann später vielleicht noch als Anlage, Schutz vor Obdachlosigkeit oder sowas dient. Ne, du bist natürlich finanziell belastet als Mieter. Du bist nicht vor Obdachlosigkeit geschützt und deine Miete wird auch einfach nur verbrannt. Das heißt, die meisten Leute, die dann ja zur Miete wohnen müssen, die haben dann auch keine Anlage, wenn sie irgendwann alt sind. Müssen sich dazu natürlich auch dann der Hausordnung des Vermieters entsprechend unterordnen. Dann haben wir das Thema Selbstständigkeit. Ja, meinen Wert bestimme ich selbst. Lohn- und Kostenkontrolle. Du kannst natürlich sagen als Handwerker: „Was bin ich wert?“ 20 € die Stunde, 30 €, 40, 50, 60, 70, 80 €. Wenn du natürlich zu hoch nachher bist und das nicht, leisten kannst, was du da an Geld verlangst, dann wird dich natürlich keiner engagieren, aber solange du das alles in 'nem gewissen Rahmen hältst, kannst du natürlich beliebig nach oben gehen. Zeiteinteilung und Arbeitspensum kannst du auch selber bestimmen, vorausgesetzt natürlich, der Staat reglementiert da nicht so sehr in die Selbstständigkeit rein und nimmt so hohe Steuern und hat so viel Bürokratie, dass du nachher, ja, gar nicht mehr wirklich selbstständig bist, sondern dir noch permanent Leute dazu holen musst, die sich dann um die Bürokratie kümmern und Steuern, was weiß ich nicht, ja. Du hast natürlich keinen Knebelvertrag, keine Regeln, an die du dich irgendwie halten musst, wie es bei großen Unternehmen halt der Fall ist. Die haben dann ja alle auch heutzutage so 'ne schöne Unternehmenskultur oder so 'n Blödsinn, ja, interessiert sich zwar keine Sau für, aber es gibt sie und wenn du da irgendwie auffällig wirst, dass du dich nicht an die Unternehmenskultur hältst und die internen Regeln, die da noch zusätzlich gelten, dann bist du natürlich auch relativ schnell abgesägt. Du hast keinen disziplinarischen Vorgesetzten, das heißt, da ist keiner über dir, der dir permanent sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Und du hast allgemein keine Abhängigkeit und kannst natürlich auch nicht gekündigt werden, wenn du dein eigener Chef bist. Ja, hier hat ein übergriffiger Staat auch wieder die Schwierigkeit, sich um alle Selbstständigen zu kümmern, sie zu kontrollieren, reglementieren und abzukassieren. Denn macht der Staat jetzt einen schlechten Job, dann könnten jetzt die ganzen Selbstständigen, die es dann ja in hoher Zahl gibt, die Steuern verweigern. Das wäre natürlich heftig. Jetzt ist natürlich das Problem, Angestellte müssten erst mal ihren Chef davon überzeugen, dass sie keine Steuern zahlen wollen und, riskieren dabei dann natürlich auch ihren Existenzverlust. Wenn du zu deinem Chef gehst und sagst: „Chef, ich will keine Steuern mehr zahlen“, dann zeigt er dir den Vogel. Der sagt: „Ja, das muss ich aber machen, weil sonst kriege ich ja den Ärger. Wenn du dich mit dem Staat anlegen willst, ist ja schön für dich, mach das, aber ich werde brav deine Steuern an den Staat abzukassieren.“ Im Grunde nach deutschem Recht, wenn ich das sogar, so richtig gesehen habe, dürften Unternehmen eigentlich noch nicht mal Steuern an den Staat abkassieren.
Das ist auch so 'n System, das eher so 'n bisschen in der Grauzone arbeitet, wenn überhaupt. Ja, Vermieter und Chefs fungieren sozusagen als Kontrolleure oder wie man früher gesagt hat, der Sklaventreiber mit der Peitsche. Menschen werden in Abhängigkeit gehalten, um einfacher kontrolliert zu werden. Gleichzeitig besteht immer die Angst vor Wohnungsverlust oder Jobverlust. Vermieter und Firmenbetreiber profitieren somit oft indirekt von diesem System, was auch erwünscht ist. Also es gibt so ein paar Nutznießer, die dann halt in so einer Zwischenebene sind. Das heißt, während sich die oberen, was weiß ich, 5 bis 10% die Taschen voll machen am Staatsapparat, gibt's ja noch mal so weitere 10 bis 20%, denen man dann halt ein etwas größeres finanzielles Pensum gönnt, weil sie dafür halt die staatliche Agenda auf die anderen, die da übrig bleiben, die restlichen 70, 80%, 60, 70, 80%, denen aufdrücken. Ein übergriffiger Staat müsste ansonsten Unmengen von Verwaltungen, Spitzeln, Kontrolleuren und so weiter einstellen. Und wenn du jetzt Vermieter bist, dann bist du einfach nur ein ausgelagerter Verwaltungsapparat der Elite. Unterhaltung und Verdummung. Ja, hier haben wir ja das Thema Schule schon mal angeschnitten. Worum geht's ja eigentlich beim Thema Schule? Es geht darum, ein falsches Weltbild zu konditionieren. Es wird gezielt ein Weltbild verkauft, das nicht göttlich ist, also Trennung von Gott. Es geht dabei auch darum, Sinnlosigkeit, Ego und Konsum zu fördern. Ja, wenn du einfach nur ein Affe auf einer Murmel bist, die irgendwie sinnlos durchs Weltall treibt, du wirst halt auch nicht wiedergeboren. Ja, was machst du dann? Du lebst halt nur einmal, ne? Deswegen maximal Ego und Konsum, so viel materiellen Reichtum anhäufen wie geht, so viel Spaß haben, lüstern sein wie geht. Hinterlass die Welt halt schlechter, als sie vorher war, ist ja scheißegal, weil wenn du tot bist, bist du tot. Das ist so die Mentalität, die man hier versucht, durch dieses falsche Weltbild, zu konditionieren. Auf der anderen Seite steht natürlich auch das Thema Arbeiter, weil dieses System braucht nun mal Arbeiter. Ohne Arbeit funktioniert dieses System nicht, egal ob es jetzt vom Guten oder vom Bösen kontrolliert wird. Aber du wirst natürlich konditioniert, schön still zu sitzen. Du wirst darauf konditioniert, auf Autoritäten zu hören, das Denken sozusagen abzugeben. Du wirst darauf konditioniert, später mal einen zukünftigen Arbeitstag durchzuhalten, dass du schon mal an diese 7, 8, 9 Stunden Arbeit gewöhnt wirst. Und dann natürlich die Zerstörung der Kreativität und des kritischen Denkens, weil du sollst ja gar nicht selber denken, du sollst nur das rezitieren, was in den Büchern drin steht. Also immer schön aus den offiziellen Büchern rezitieren oder das nachplappern, was der Typ oder die Trulli da an der Tafel dir erzählt. Kreativität, ja, 'n bisschen Kunstunterricht gibt's zwar auch, aber da wird dann auch eher nach Vorgaben gehandelt. So wirklich Kreativität gibt's da eigentlich nicht mehr in der Schule. Dann das Thema Religion. Da geht's natürlich auch um das Thema Spaltung, das hatte ich ja vorhin schon mal angeschnitten. Also verschiedene Religionen, die absolute Wahrheiten verkaufen, lassen sich gut gegeneinander ausspielen. Ja, also mein Jesus, dein Mohammed, finde ich ganz schrecklich, muss ich wirklich sagen. Menschen ohne Glauben werden dann auch natürlich ausgegrenzt und stigmatisiert, als minderwertig betrachtet. Du Kufa, du Ungläubiger, du doofer Atheist, du glaubst an gar nichts oder Agnostiker oder was weiß ich. Hat auch wieder viel mit Konditionierung zu tun. Bevor es die Schule gab, war Religion halt ein ganz beliebtes Thema oder auch da, wo heutzutage noch wenig Bildung vorherrscht, wo Schulen noch nicht das neue System quasi abbilden. Da hast du halt Religion noch ganz viel. Ja, die meisten Religionen basieren auf Angst. Wenn ich mich mal so in so 'ne christliche Gruppe reintraue, reinwage und versuche, mit denen zu diskutieren, dann wird eigentlich schnell klar, dass dieser Glanz, den das Christentum von außen hat, dass das alles mit, Liebe und Toleranz und das nicht viel herhält. Das Christentum ist eine Religion, die basiert hauptsächlich auf Angst, nämlich Angst vor diesem ewigen Höllenfeuer. Wenn du die Lehren aus der Bibel auch nur ein Stück weit anzweifelst und nicht als das absolute Wort Gottes verstehst, ja, selbst wenn du ein guter Mensch bist, das reicht nicht. Du musst noch den Jesus Christus als dein Heiland, als dein Messias akzeptieren und wenn du das nicht tust, dann landest du garantiert in der Hölle, was natürlich vollkommen dem widerspricht, was dir da verkauft wird von deinem absolut
liebenden Gott, also dein absolut liebender Gott, der hat diese Hölle geschaffen, in der du dann für immer verdammt bist, wenn du dich nicht auf den Boden wirfst und herniederkniest und die Bibel auswendig rezitieren kannst. Also wer das glaubt, das ist ja so voll mit Widersprüchen. Ja, dann auch diese falschen Versprechen. Ja, wer kann das prüfen? Du kommst in den Himmel an die rechte Seite Jesu. Kann das irgendjemand, gibt's dafür Beweise? Nein, natürlich nicht. So, ja, in anderen Religionen wird dir dann verkauft, dass du dann 72 Jungfrauen auf dich warten, wenn du dann so ein paar Kufa erledigt hast. Genau, ist im Prinzip genau das Gleiche, ja, diese falschen Heilversprechen immer. Dann die heiligen Schriften werden regelmäßig wiederholt, rezitiert und gefestigt. Das ist Konditionierung pur, dass du das dann mantraartig aufsagen kannst. Hier unten habe ich das nochmal geschrieben. Wenn dein Gott Liebe ist und Toleranz, wieso schafft er dann ein Reich ewiger Knechtschaft und des Leidens? Verlangt von dir, dich in den Dreck zu werfen, deine Feinde zu lieben und dein ganzes Leben nur auf diese eine Gottheit auszurichten. Das macht gar keinen Sinn. Also, ich weiß nicht, was ihr da lest, aber vielleicht fangt ihr mal an, das so ein bisschen zu hinterfragen. Deswegen habe ich hier jetzt nochmal die 3 Übel Abrahams. Da haben wir als erstes die Lüge, das Sechseck des Saturn. Ja, wenn man diesen Davidstern die Ecken abschneidet, dann ist es ein Sechseck wie der Sturm des Saturn. Die geistige Schwächung, das Saturnkreuz. Da sehen wir sehr schön dieses heutige Saturnkreuz, das man immer für das Christentum benutzt. Das ist ja gar nicht das echte Symbol, das wäre dann auch eher das orthodoxe Kreuz. Habe ich im Vortrag Die wahre Geschichte nochmal darauf hingewiesen, wieso das so ist. Also hier ganz klare Saturn-Symbolik aus der Asterologie. Und dann haben wir als drittes natürlich die Sichel des Saturn, die da dem Saturnkreuz anhaftet. In diesem Fall dann als Mondsymbolik oder Sichelmondsymbolik, was natürlich auch totaler Quatsch ist, weil die Mondsymbolik ein zutiefst feministisches Konzept ist. Oder feminines Konzept ist. Und hier handelt es sich dann tatsächlich um ein patriarchalisches System im Islam. Und deswegen ist mit dem Sichelmond nicht der Sichelmond gemeint, sondern das Sichelschwert des Kronos, sowie der schwarze Würfel des Saturn, die sogenannte Kaaba. Auch wenn manche Religion harmlos klingen mag, weil sie davon erzählt, auch seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, so kann man positive Werte ins Extrem überführen und eine Gesellschaft schwächen. In dieser Gesellschaft wäre Gewalt jeglicher Art verpönt, auch solche, die dem Selbstschutz dient. Man würde seine Feinde mit offenen Armen empfangen und würde weder geistig noch physisch Widerstand leisten. Sozusagen ein perfektes Lamm für den Opferaltar. Und genau das erleben wir heute auch. Heute kommt die Sichel vorbei und erntet, was gesät wurde. Zum Thema generelle Unterhaltung. Da hatten wir das ja auch schon. Es soll Zeit und Energie binden. Es soll den Geist schwächen, also Brain Rot. Kritisches Denken aussetzen und eine Konkurrenz zu Bildung darstellen. Gucken wir mal rechts. Wer Fußball und Serien schaut, der liest in der Zeit kein Buch, lernt keine Sprache, recherchiert nicht zu Themen und so weiter. Du bist ja abgelenkt, wie 11 schwitzige oder 22 schwitzige Typen einem Ball hinterherjagen. Dann hast du Trash-TV und Brainrot, sind natürlich unterhaltsam und fördern die Dopaminausschüttung. Auch wieder so ein bisschen ein kleiner Suchtfaktor. Und wer sich nicht mit Themen wie Physik, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Logik, Ethik, Biologie und so weiter beschäftigt, hat keine Wissensbasis, um Dinge ernsthaft zu hinterfragen. Das heißt, deine Zeit ist gebunden, sehen wir links im grünen Kästchen nochmal. Zeit und Energie werden verschwendet, um sich mit offiziellen Quellen zu konditionieren oder nach der Arbeit mit seichter Unterhaltung zu belohnen, statt diese Zeit und Energie in Dinge zu investieren, die einen selbst wachsen lassen. Und da sind wir halt auch wieder beim Thema kritisches Denken. Kritisches Denken kann nur dann erfolgen, wenn du verschiedene Positionen einnehmen kannst, wenn du verschiedenes Wissen dir aneignest und dann dieses Wissen gegeneinander prüfen kannst. Und das ist hier nicht der Fall, weil wie willst du, wenn du Fußball geguckt hast, dich damit auseinandersetzen, ob diese Welt flach oder rund ist? Kannst du gar nicht, weil das Einzige, was du weißt, ist Fußball. Sprache und Technologie. Da haben wir auch das Thema satanische Umkehrung oder satanische Verdrehung oder Verwirrung und das wird auch gerne im sprachlichen Raum gerne durchgeführt. Da haben wir links
in der Tabelle die eigentliche Bedeutung, zum Beispiel Widerstandskämpfer, wird dann pervertiert und als Terrorist dargestellt. Du hast den Selbsterhaltungstrieb, der wird dann zu Rassismus umgemünzt. Normalerweise guckst du ja, dass es erstmal dir und deiner Familie gut geht, dann guckst du vielleicht mal im Freundeskreis und in deinem Volk. Und wenn dann alles gut ist, dann sagst du: „Hier, Fremder, komm, setz dich an meinen Tisch, du bist mein Gast.“ Das ist Selbsterhaltungstrieb, dass man erstmal immer auf die eigenen Leute schaut, ja? Familie, Volk. Und hier ist es halt genauso, wenn du nicht sofort den Ausländer einstellst, dann bist du halt 'n Rassist. Das ist einfach nur pervertierte Logik. Dann haben wir Naturheilkunde, das ist jetzt alternative Medizin oder Quacksalberei. Kritik, Hetze oder Hass. Grenzschutz ist Fremdenfeindlichkeit. Misstrauen ist dann 'ne Verschwörung, also wenn du dann den offiziellen Quellen nicht mehr glaubst, dem Fernsehen und was es da so alles gibt, dann bist du halt 'n Verschwörungstheoretiker. Körperliche Selbstbestimmung, das haben wir auch gesehen, das ist dann plötzlich die Pandemie der Ungeimpften. Da bist du dann sozusagen der Bösewicht, der sich nicht impfen lässt und deswegen andere gefährdet, weil er nicht auf sein Recht auf Selbstbestimmung auf sein Recht körperlicher Selbstbestimmung verzichten will. Technologie. Da gibt es so 4 grundlegende Themen derzeit. Da haben wir einmal Shadowban, Zensur und Faktenprüfer. Ja, Menschen und Themen, die nicht passen, werden systematisch aus der Öffentlichkeit verbannt. Shadowban ist natürlich besonders perfide, weil man es nicht nachweisen kann. Du merkst halt, dass deine Sachen nicht ausgestrahlt werden. Also, ja, hast du da ein ganz klares Indiz, aber du kannst es halt nicht beweisen, weil dafür müsstest du in das System reingucken können und da nachweisen, dass du quasi benachteiligt wirst, dass die Algorithmen dich nicht mehr aufgreifen und das ist schwierig. Dann haben wir natürlich Faktenprüfer, die legitimieren die offizielle Propaganda und delegitimieren alternative Inhalte. Ist halt auch wieder so 'n Wording, ja, Faktenprüfer, also sind natürlich alles ganz smarte Leute, die natürlich auch sich mit dem jeweiligen Fachthema komplett auskennen, nicht. Das sind einfach nur Ideologen, die da sitzen und einfach die Propaganda legitimieren sollen und andere Inhalte schlechtreden. Mehr ist das nicht. Da haben wir Algorithmen, die können Menschen natürlich negativ beeinflussen, indem nur Inhalte präsentiert werden, die einen verdummen. Außerdem wird das eigene Verhalten so beeinflusst, dass man nicht mehr selber selektiert und sucht. Früher hast du dir noch selber aktiv Mühe gegeben und hast geguckt: „Oh, welche Musik gefällt mir?“ Heutzutage lässt du dir das alles vorschlagen und wirst dadurch natürlich auch 'n Stück weit gesteuert und konditioniert, wenn du da nicht regelmäßig gegenarbeitest oder den Algorithmus halt lernst zu steuern bewusst. Ja, man kann seinen Algorithmus ja auch trainieren. Wenn dir dann halt nur Brainrot angezeigt wird, dann hast du da 'n schlechten Job gemacht. Greenwashing. Windräder, E-Autos und Solarparks sind hochgradig fragil, ineffizient und zerstören im großen Umfang die Natur. E-Autos werden von außen steuerbar, während grüne Energien den Faktor Mensch aus der Energieversorgung streichen. Ist ja klar, man möchte alles komplett nur noch maschinell und digital. Der Faktor Mensch soll raus. Stört natürlich. Jetzt in so einem Atomkraftwerk oder in einem Kohlekraftwerk, da könnte man dann streiken, wenn plötzlich hier das digitale System ausgerollt wird. Und damit könnte man natürlich alles brachlegen. Ne, Faktor Mensch ist zu gefährlich, deswegen wird er hier rausgestrichen, deswegen Solarparks, Windräder und so weiter. Und dann ist es so 'n bisschen wie bei Don Quichotte, der Kampf gegen Windmühlen. Das wird dann schon 'n bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn dann demnächst Drohnen und Roboter, Hunde, Wachhunde, was auch immer, dann da noch lang patrouillieren, vollautomatisiert und dich dann vielleicht abknallen, wenn du da so 'n Solarpark betrittst. Wird dann schwierig, dieses System hier wieder lahmzulegen. Dann hast du CBDCs und die Digital ID. Ja, der Mensch wird gläsern und zu einer Nummer im System degradiert, also Menschlichkeit wird komplett gestrichen. Du bist dann nur noch so 'ne Nummer, vielleicht kriegst du die dann auch als QR-Code oder sogar als komplette Nummer dann irgendwo im Nacken tätowiert oder so, wer weiß, was dabei rumkommt. Dann wird das Ganze mit 'nem Sozialkreditsystem verknüpft werden und wer dann natürlich gegen die Vorgaben und Regeln der Elite verstößt, wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das funktioniert dann natürlich auf Knopfdruck. Dann bist du plötzlich obdachlos und pleite. Klasse. Richtig tolles System, das hier aufgefahren wird und die Leute wollen's irgendwie nicht begreifen. Die Zerstörung der Familie. Auch so 'n Thema, das ich
noch mal mit einbringen wollte. Warum? 'Ne Familie gibt dir Sicherheit, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Nämlich eine Familie gibt Sicherheit emotional wie finanziell. Sie kann dich pflegen, wenn du krank bist, nimmt dich auf bei Wohnungsnot und kann auch auf deine Kinder aufpassen. Wenn wir dieses Konzept abschaffen, dann gerätst du nämlich in Abhängigkeit. Du tauscht Sicherheit gegen Abhängigkeit. Abhängigkeit von einem Sozialsystem, Rente, ALG I, Bürgergeld und so weiter. Du wirst abhängig von Pflegeeinrichtungen. Statt der Leute, die dich lieben und kennen, kümmern sich jetzt plötzlich fremde, überarbeitete Menschen ohne echte Bindung um dich, ja? Kinder werden fremdverwaltet, möglichst am besten schon direkt nach der Geburt ab in die Kita, damit die Eltern gar keinen Einfluss mehr drauf haben, sondern irgendwelche Ideologen, die ja auch ihre Vorgaben aus der Politik bekommen, die Kinder dann entsprechend nach den Vorgaben der Politik dressieren können, und dann wunderst du dich, dass dein Kind sich plötzlich für einen Fuchs hält oder ein Junge für ein Mädchen und ein Mädchen für einen Jungen, und dass die eigentlich nur verhaltensgestört sind. Das wird ja gezielt, behaupte ich jedenfalls, dort so den Sozialpädagogen eingetrichtert. Die werden ja dressiert, konditioniert und geben das dann ja an die Kinder entsprechend weiter. Ja, das Konzept der Familie wird stark angegriffen. Familien werden gespalten, Geschlechter gegeneinander aufgehetzt. Zeit und Geld machen es notwendig, dass Fremde die Kinder erziehen. Das Thema Rechtssystem. Da kann ich jetzt natürlich nur hier aus Deutschland sprechen, aber das ist in den meisten Fällen der Welt dürfte das schon ähnlich sein, und wenn es noch nicht genauso ist, dann wird es irgendwann definitiv genauso dort auch aufgedröselt werden. Wir haben links einmal diese Hierarchie, wir haben die Politiker beziehungsweise die Elite, die hinter den Politikern stehen, die dann die Gesetzesentwürfe vorlegen und die Gesetze dann natürlich auch entsprechend drüber abstimmen. Die Richter, ja, was können die überhaupt machen? Die haben ja keinen Einfluss auf die Gesetze selbst, die können ja nur das Gesetzbuch gucken und die sprechen dann entsprechend Recht. Und das, was die Richter entscheiden, das führen die Polizisten dann aus. Wenn du dann halt entsprechend sozusagen gegen das Gesetz der Elite verstoßen hast, dann wirst du entsprechend abgeführt und eingeknastet. Und hier sehen wir ganz klar, das hat mit einer Gewaltentrennung hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist ein ganz klar hierarchisches System. In allen 3 Ebenen dieser Hierarchie sitzen Menschen aus den gleichen Parteien. Das heißt, das ist auch gar nicht getrennt irgendwie, dass du da, als Richter oder Polizist nicht in einer Partei sein darfst. Ganz im Gegenteil, Politiker genießen Immunität, das heißt, die da oben sind unantastbar und verfügen die volle Kontrolle über die Staatsanwaltschaft. Die ist nämlich bei uns hier in Deutschland weisungsgebunden. Das ist in anderen Ländern noch nicht ganz so schlimm, wird da aber auch noch kommen, wenn das so weitergeht. Und die bestimmen auch die Posten des Verfassungsgerichts und der Landesrichter. Das heißt, wir sehen hier, wo ist hier die Gewaltentrennung? Also die Politiker, die Richter und die Polizei können alle in einer Partei sein und sind dann natürlich auch diesem Parteiprogramm irgendwo auch in ihrer Handlung als Polizist oder Richter so ein Stück weit verbunden. Die Politiker sind unantastbar, das heißt, die sind überhaupt gar nicht greifbar, wenn die Mist bauen. Und die Richter und Staatsanwälte, die sind sowieso weisungsgebunden und werden von der Politik bestimmt, meistens aus ihren Parteien. Das heißt, da ist gar nix Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung ist so real wie fliegende Schweine. Also zeig mir ein fliegendes Schwein und ich glaube dir, dass wir hier 'ne Gewaltenteilung haben. Ja, die Politiker, wie gesagt, unantastbar, und die Richter werden nach Gutdünken der Politiker besetzt und fällen dann entsprechend auch nicht unbedingt Recht, sondern beugen es. Das Rechtssystem, der Clou, da können wir einmal diese 3 Punkte noch einmal durchgehen, nämlich obwohl der Steuerzahler für die Gebäude und den Lohn der Richter und so weiter bereits aufkommt, wird dieser trotzdem mit teuren Verfahrenskosten gegängelt. Dies dient lediglich dazu, dass die unteren Schichten sich Prozesse gegen den Staat nicht leisten können und ersticken Widerstand im Keim. Es ist ja schon alles bezahlt. Ich kann das auch verstehen, wenn man jetzt privatrechtlich mit Leuten zu tun hat und das selber zahlen muss. Da hat der Staat ja nichts mit zu tun. Aber viele Verfahren, die gegen den Staat gerichtet werden, nicht alle, manche Sozialverfahren, die werden dann durchaus kostenlos getragen, aber nicht alle. Wenn du dann ein Thema aufgreifst, das diesem Staat problematisch werden könnte, also Staat wieder in Anführungszeichen, ja, dann
wirst du so mit Kosten zugeschüttet, dass es dir eigentlich nicht möglich ist, da so wirklich durchzuhalten. Also, du brauchst schon Kohle, um dich überhaupt gegen Ungerechtigkeiten innerhalb des Systems hier irgendwie durchzusetzen. Aber Recht zu bekommen ist noch mal eine andere Geschichte. Da kommen wir jetzt nämlich zu Anwälte dienen dem System durch Vergleiche. Dadurch muss nicht auf Staatsrecht zurückgegriffen werden. Ist doch praktisch, oder? Man umgeht einfach das Staatsrecht, indem man diese Vergleiche einführt. Es ist ein perfides Täuschungssystem, weshalb bei bestimmten Themen und in bestimmten Ebenen ein sogenannter Anwaltszwang herrscht. Ist eigentlich auch komplett illegales System. Du müsstest immer die Möglichkeit haben, dich selbst zu verwalten oder zu vertreten vor Gericht. Und dieser Anwaltszwang hebelt genau das aus. Warum? Wenn du ein unangenehmes Thema aufgreifst, das der Staat nicht erklären kann, warum er handelt, wie er handelt, obwohl er dabei gegen Recht verstößt, dann werden sich die beiden Anwälte, deiner und der von der Gegenpartei, sich treffen, werden einen Vergleich aushandeln und damit ist das Thema durch. Du hast da selber meist gar nichts zu sagen. Da wird dein Anwalt so lange auf dich einreden, bis du entweder das Verfahren komplett fallen lässt und mit den Kosten trotzdem blöd dastehst, oder er wird dann Vergleich für dich aushandeln, wo du dann zumindest mit etwas weniger Kosten bei rumkommst. Aber der Kläger wird hier selten Recht bekommen, stattdessen wird halt ein Vergleich ausgehandelt, weil es ja genau darum geht, dass du nicht Recht bekommen kannst. Es ist genauso aufgebaut, dass du in bestimmten Themen niemals Recht bekommen wirst, außer es ist wirklich 'n mutiger Richter, mutige Anwälte, die im Zweifel auch bereit sind, ihre Zulassung zu verlieren, wenn sie da so ein Urteil entsprechend fällen oder sich da für dich gegen diesen Staat einsetzen. Werden die wenigsten machen. Also, wenn du Glück hast, einer von 100.000 oder so. Ich weiß es nicht, aber das werden viele nicht machen. Du hast ja dein Studium da nicht umsonst gemacht. Das war teuer, das ist deine Einnahmequelle. Und wenn du dir aussuchen kannst, ob du jeden Monat 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro mit nach Hause nimmst oder bei Aldi an der Kasse sitzt, dann fällt den meisten hier nicht schwer zu entscheiden, für was man sich entscheidet. Staatsanwälte und Richter sind ideologisch gebunden und können bzw. dürfen keine eigenständige Urteile fällen, wenn es um bestimmte Themen im vorwiegend natürlich Staatsrecht geht. Das ist auch ganz klar, selbst wenn 'n Staatsanwalt eine eigene Meinung hat, hier greift dann die sogenannte Weisungsgebundenheit. Das heißt, er muss dann erst mal Rücksprache mit der Politik halten, was dann die offizielle Antwort sein darf. Der ist hier nur Sprachrohr, aber hat selber gar nichts zu entscheiden. Wurde auch von der EU tatsächlich stark kritisiert, dass wir hier weisungsgebundene Staatsanwaltschaften haben. Deswegen dürfen wir im internationalen Rechtsverkehr auch nicht mehr wirklich teilnehmen. Ja, das System ist hochgradig korrupt und die meisten Gesetze gelten nur für den Pöbel, während man selbst durch Korruption und Vetternwirtschaft oder Rechtsbeugung, dank Immunität natürlich, sich die Taschen voll macht. Können wir hier mittlerweile jeden Tag beobachten. Das ist ja mittlerweile wirklich so ein tägliches Ding. Früher, da hattest du vielleicht mal einen Fall alle Jahre oder halbe Jahr. Mittlerweile kann man sich ja gar nicht mehr davor schützen sozusagen, dass man mit diesen Korruptionsfällen aus Politik, Medien und Co., diesem ganzen Staatsapparat in Anführungszeichen hier, Fake-Staat, irgendwie konfrontiert wird. Noch ein kleines Abschlusswort. Hier sehen wir links Morpheus, ja, der griechische Gott der Träume. Und der ist natürlich daran interessiert, dich, was genau, schlafen zu schicken. Hier bietet ihr dir die blaue oder rote Pille an. Und was sagt er natürlich? Nimm die blaue Pille und du kehrst zurück in die Matrix. Nimm die rote und du erwachst. Aber vielleicht täusche ich dich auch, weil du den Farbcode, welchen ich dir präsentiere, nicht verstehst. Die Wahl liegt bei dir. Willst du wieder zurück in die niedrigen roten Frequenzen? Oder vielleicht doch lieber blau und aufgewacht? Diese Welt hier ist kein Spiel, sie ist real. Wir sind nicht in einer digitalen Welt. Das ist das, was der Teufel immer versucht oder dieses System dir versucht einzureden, damit dein Leben immer bedeutungslos wirkt. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.